Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in Russland. Als Andrei Musenko an einem kalten Wintermorgen in Sibirien in dem nahegelegenen Wald spazieren ging, hörte er plötzlich ein ungewöhnliches Geräusch. Er folgte dem Geräusch, da es nicht allzu weit weg zu sein schien. Es dauerte nicht lange, bis er die Quelle gefunden hatte. An einem Baum gekuschelt lag ein kleines verängstigtes Tier. Es war ein Welpe. Er sah nicht älter als ein paar Wochen aus. Andrei konnte sich nicht vorstellen, warum jemand einen hilflosen Welpen mitten im Wald aussetzen würde. Der Anblick brach ihm das Herz. Der Mann trat näher an das zitternde Tier heran und hob den Welpen auf. Er hielt ihn fest im Arm, in der Hoffnung, dass seine Hände dem armen, unterkühlten Tier etwas Wärme spenden würden. Dann eilte er nach Hause, holte einige Decken heraus und wickelte den eiskalten Welpen ein. Nach ein paar Minuten in Andreis Obhut hatte der Welpe aufgehört zu zittern. Es sah so aus, als würde es ihm bereits besser gehen. Der Mann kannte den Welpen erst seit ein paar Stunden, aber er merkte, dass er das Vertrauen des Tieres gewonnen hatte. Er entschied, den Welpen zu behalten. Doch was in den folgenden Wochen geschah, wirst du nicht glauben. Es handelte sich um ein Weibchen und er nannte sie Akila. Im Laufe der nächsten Monate wurde Akila immer größer. Andrei bemerkte, dass sein neues Haustier einen großen Appetit hatte. Das war schon seit dem ersten Tag so, aber Akilas Hunger wurde mit der Zeit immer größer. Andrei wusste, dass junge Tiere viele Nährstoffe brauchen. Dennoch überraschten Akilas Essgewohnheiten den Mann immer wieder. Als die Hündin größer wurde, schienen ihre Gesichtszüge schärfer zu werden und ihre Körperform breiter. Eine Sache, die Andrei immer mehr beschäftigte, war Akilas Rasse. Es war ein Geheimnis, das er nicht lüften konnte. Der Mann hatte einige Freunde, die Hundebesitzer waren, doch auch diese hatten keine Ahnung und waren genauso verwirrt wie Andrei selbst. Er schickte den Leuten Bilder und Videos von Akila in verschiedenen Stadien, doch seine Bemühungen waren vergeblich. Als letzten Ausweg wandte sich Andrei an einen Tierexperten. Dieser bat um ein persönliches Treffen. Als sie eintrafen, fiel dem Experten die Kinnlade herunter. Der Mann traute seinen Augen nicht. Andrei hatte die ganze Zeit geglaubt, dass er einen Hund aufzog, nur um später herauszufinden, dass es gar kein Hund war. Es stellte sich heraus, dass Akila ein Wolf war. Und um die Sache noch interessanter zu machen, war Akila nicht irgendein Wolf, sondern ein eurasischer Grauwolf. Diese Art ist eine der größten Wolfsarten der Erde. Nachdem der Mann die wahre Art seines geliebten Haustieres herausgefunden hatte, musste er entscheiden, wie es weitergehen sollte. Die Nachricht von dem Mann, der eine Wölfin großgezogen hatte, verbreitete sich schnell in der Gegend. Als sie schließlich auch den örtlichen Zoo erreichte, wurde Andrei mit Anrufen und E-Mails bombardiert, die versuchten, ihn zu überzeugen, Akila an den Zoo zu übergeben. Schließlich bot sich nicht oft die Gelegenheit, einen gezähmten Wolf dieser Art zu erwerben. Die Tatsache, dass der Zoo einen der größten Wölfe der Welt präsentieren könnte, würde sicherlich viele Besucher anlocken. Aber Andrei hatte bereits viele Geschichten über Zoos gehört und es widerstrebte ihm, einen Zoo zu betreten, geschweige denn seine Freundin dorthin zu geben. Seine Alternative war jedoch auch nicht sehr attraktiv. Viele Menschen ermutigten Andrei, Akila wieder in die Wildnis zu entlassen. Einige von ihnen sorgten sich um die Sicherheit von Andrei und seiner Nachbarschaft. Immerhin handelte es sich hier um ein gefährliches Raubtier. Doch Andrei war sich unsicher, da es keine Garantie dafür gab, dass Akila im Wald zurechtkommen würde. Sie wäre plötzlich ganz auf sich allein gestellt, nachdem sie ihr ganzes Leben lang in Andreis Obhut verbracht hatte. Sie wusste nicht, wie man sich alleine in der Wildnis zurechtfindet und hatte nie gelernt zu jagen. Vermutlich würde sie schon bald verhungern. Außerdem gab es in der Gegend Wilderer, die nur darauf warten würden, bis Andrei seinen seltenen Wolf freilassen würde. Auch wenn einige Leute behaupteten, dass dies das einzig richtige Vorgehen war, lehnte Andrei ab. Akila hatte bereits so viel Zeit mit Andrei verbracht und sich an ihren neuen Lebensstil gewöhnt, dass es nur Sinn machte, den Wolf bei ihm bleiben zu lassen. Es fühlte sich nicht richtig an, sie wegzugeben, und deshalb entschied Andrei, seinem Herz zu folgen und die Wölfin zu behalten. Doch die Geschichte sollte noch eine unerwartete Wendung nehmen. Als die örtlichen Behörden von dem ungewöhnlichen Fall hörten, sahen sie sich gezwungen zu handeln. Sie argumentierten, dass es nicht sicher sei, einen Wolf in einem Wohngebiet zu halten, und dass er in einem angemessenen Gehege untergebracht werden müsse. Trotz Andreis Bemühungen zu erklären, dass er Akila bereits seit ihrer Rettung großgezogen und eine enge Bindung zu ihr hatte, blieben die Behörden unnachgiebig. Da Andrei nicht die finanziellen Mittel hatte, Akila ein entsprechendes Gehege zu bauen, war ihr Schicksal besiegelt. Es kam ein Lastwagen begleitet von Beamten der Wildtierbehörde, um Akila abzuholen. Der Wolf wurde in einen Transportkäfig geladen und weggebracht. Andrei war zutiefst traurig, als er seinen geliebten Wolf wegfahren sah. Akila schien verwirrt und ängstlich zu sein, als sie in den Lastwagen geladen wurde. Bei der Wildtierstation angekommen, wurde Akila in ein Gehege untergebracht. Doch im Laufe der Zeit verschlechterte sich ihr Zustand.
Sie mied den Kontakt mit anderen Wölfen und verbrachte die meiste Zeit träge in einer Ecke des Geheges. Andrei besuchte sie regelmäßig, aber es war offensichtlich, dass Akela nicht glücklich war. Andrei konnte die Traurigkeit seines Wolfes nicht ertragen. Er wusste, dass er etwas tun musste. Also entschied er sich, die Geschichte von Akela in den sozialen Medien zu teilen. Er erzählte von ihrer ersten Begegnung, ihrer gemeinsamen Zeit und ihrer tiefen Bindung, und von der Ungerechtigkeit, dass Akela nun in einem Gehege weit entfernt von ihm eingesperrt war. Die Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer und Menschen aus der ganzen Welt waren berührt. Viele waren bereit zu spenden, um ein angemessenes Gehege für Akela zu finanzieren. Innerhalb kürzester Zeit hatte Andrei genug Geld zusammen, um ein großes artgerechtes Gehege zu bauen, das den Bedürfnissen eines Wolfs gerecht wurde. Nach langen Verhandlungen mit den Behörden bekam Andrei endlich eine Sondergenehmigung, Wölfe zu halten, und er durfte Akela wieder aus der Gefangenschaft zurückholen. Die Wiedersehensfreude war unbeschreiblich. Akela konnte sich vor Freude nicht zurückhalten. Es war ein unglaublicher Moment. In ihrem vertrauten Umfeld war Akela sofort lebendiger und glücklicher. Mittlerweile hat Andrei noch mehr Gehege gebaut und noch weitere Wölfe gerettet, die nun gemeinsam mit Akela in der eigens errichteten Auffangstation leben. Man kann wirklich sagen, diese Geschichte hat ein Happy End gefunden. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Hund rennt in ein Krankenhaus. Die Krankenschwester bricht in Tränen aus, als sie den Grund erkennt. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.